más pasional del país. Digan lo que digan, el Superclásico Boca River, este es el más pasional del país. Rosario Central gegen Newell's Old Boys. Das ist der Clásico Rosarino. Für mich ist der verrückte und beste Klassiko der Welt ist hier in Rosario. Willkommen zum größten Derby Argentiniens außerhalb von Buenos Aires. Das hier ist die Heimatstadt vom größten lebenden Fußballer, Lionel Messi. Willkommen in Rosario. Rosario liegt am gewaltigen Rio Paraná, nur 4 Busstunden von Buenos Aires entfernt. Rosario ist bekannt für seine wilden Partys und für sein Nachtleben und für seine vielen Parks. Es ist wunderbar ruhig hier. Wenn man es nicht wüsste, würde man nicht merken, dass heute das größte aller Spiele stattfindet. Aber Rosario hat auch eine dunkle Seite. Sie gilt als Hauptstadt des Drogenhandels in Argentinien. 2022 erreichte die Mordrate ihren Höchststand. Noch im letzten Jahr wurden innerhalb weniger Tage 4 Menschen wahllos erschossen. Taxifahrer, Busfahrer, ein Tankstellenmitarbeiter. Ich wurde mehrmals gewarnt, hierher zu fahren, aber bisher ist alles friedlich. Mittendrin die Barra Bravas der beiden Clubs. Die Gruppen heißen Los Guerreros und La Hinchada Más Popular. Ihre Chefs wurden verhaftet und einer sogar vor dem Stadion umgebracht. Doch über allem steht hier der Fußball. 1889 gründeten britische Eisenbahner Rosario Central. Damals noch als Central Argentine Railway Athletic Club. Die Farben dieser Firma, Gelb und Blau, prägen den Club bis heute. Rosario Central hat 4 Meistertitel und einen internationalen Pokal. Das zeigt die Größe des Vereins. 1903 entstanden die Newell's Old Boys, benannt nach dem britischen Lehrer Isaac Newell. Der Zusatz Old Boys stand für die ehemaligen Schüler seiner Schule, die ersten Mitglieder des Clubs. Der Club wird auch Leprosos, die Leprakranken genannt, auch stolz von seinen Anhängern, weil der Club 1929 als einziges bereit war, ein Benefizspiel für ein Leprahospital zu veranstalten. Central weigerte sich damals und bekam den Spitznamen Canallas, Schurken. Newell's gewann 6 Meisterschaften, erreichte 2-mal das Finale der Copa Libertadores und brachte Legenden hervor. Lionel Messi begann hier seine Karriere, bevor er mit 13 Jahren nach Barcelona ging. Und 1993 trug sogar Diego Maradona kurz das Trikot der Newell's Old Boys. Und seit 1905 spielen die beiden gegeneinander, eine Rivalität, die die ganze Stadt spaltet. Ich habe noch nie so eine bemalte Stadt gesehen. Jedes Viertel bekennt Farbe. Überall sieht man hier eine Person, Messi. Messi hat bei den Newell's Old Boys gespielt, bis er 13 war. Hier im Barrio La Bajada wuchs er auf, direkt in der Nähe von einigen der gefährlichsten Barrios der Stadt. Das ist er also, der Platz, wo alles angefangen hat. Hier hat Messi als Kind gespielt. Ganz einfach, weil sein Geburtshaus gleich da hinten war. Sein Geburtshaus, sein erster Bolzplatz und seine alte Schule sind heute Sehenswürdigkeiten und mit Graffitis und Wandbildern verziert. Nur wenige Straßen weiter wurde dieses Sportmuseum errichtet. Da ist richtig viel Geld reingeflossen, ein modernes Museum, an dem Messi und andere Sportgrößen Argentiniens verehrt werden. Die Familie von Lionel Messi hat hier im Zentrum von Rosario noch ein Restaurant, VIP, und hier sind wir jetzt, also auf Lionel Messi.
Schöner Laden. Messi hat bei Newell's Old Boys gespielt, ist da die absolute Legende. Aber die Stadt hat noch einen weiteren Helden, einen Weltmeister, der erst wieder zurückgekehrt ist zu seinem Heimatverein, zu Rosario Central. Es ist Ángel Di María. Eigentlich wollte er schon früher zurückkehren, aber die Sicherheitslage hat es nicht möglich gemacht. Es gab Drohungen, aber jetzt, nach fast 2 Jahrzehnten, ist er wieder zurück. In Rosario, zurück bei seinem Jugendclub. Der Traum für alle Fußballromantiker. Bueno, la vuelta de Di María es uno de los jugadores más importantes que salieron de Rosario Central. Para mí el segundo mejor jugador de la selección argentina, así que es un montón. Y lo dicen los mismos jugadores. Después de la vuelta de Maradona a Boca es la vuelta más importante al fútbol argentino. Es un jugador de clase mundial, de los mejores de la historia, sin duda. Jugó con los mejores, logró todo. Es de lo mejor del fútbol argentino. Es muy importante por nosotros que somos hinchas de Central, pero para todo el país. Si te fijas, hubo ovación en todas las canchas. Donde llegó fue recibido, fue homenajeado. Entonces, para el país es muy importante. Es un jugador que es uno de los que más ganó en la historia del fútbol argentino. Anders als Messi ist Di María wieder zu seinem Verein zurückgekehrt. In Rosario wird er nur Fideo genannt, die lange Nudel. Er gewann Titel in Madrid, Paris und Turin und 2022 auch die Weltmeisterschaft. Darum schaut heute ganz Argentinien auf den vielleicht zweitbekanntesten aktiven argentinischen Fußballer. Und heute spielt er seinen ersten Clásico seit der Rückkehr. Der Clásico Rosarino gilt als das älteste und gewalttätigste Derby in Argentinien. Das sind Bilder aus dem Hinspiel bei den Newell's Old Boys. Auch hier blieb es leider nicht friedlich. Es kam zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Während Newell's Old Boys direkt im grünen Herzen des Parque Independencia spielen, trägt Rosario Central seine Heimspiele im Norden der Stadt aus, mit Blick auf den Rio Paraná. Der Gigante de Arroyito. Der Gigant im Nordviertel Arroyito. Er war Austragungsort der Weltmeisterschaft 1978 und fast 47.000 Zuschauer. Er ist heute natürlich ausverkauft und wir fahren jetzt direkt hin. Auf dem Weg schon singende Menschen auf Motorrollern und auch auf dem Weg zum Stadion ist schon richtig was los. Also dicke Straßenparty hier, es wird gegrillt, es wird getrunken, es wird gesungen, es wird gefeiert, es wird gesprungen, richtig cool. Die ganze Straße ist voll und die Stimmung ist schon mal angeheizt. Okay, das ist Lukas, den habe ich hier getroffen. Der hat in Deutschland gelebt und kann deswegen Deutsch und ist aber Rosario-Fan. Hier ursprünglich aus Rosario, lebt in Buenos Aires. Ein Bierchen. Ein Bierchen, Prost. Alle. Also wir sind jetzt hier auf dem sogenannten Previa. Was ist Previa? Was macht man da? Also Previa ist, wir feiern schon von vorne an, wir trinken Bier, wir singen, also die Stimmung steigt, es ist super, also toll. Und wie ist die Stimmung in der Stadt? Beschreib mal, wie läuft es hier? Also eine Woche früher ist schon die Stimmung, am Samstag wird gespielt und die Leute denken schon an den Spiel und so. Und also die Stadt wird in 2 getrennt. Ich würde sagen, ein bisschen mehr, wir sind mehr als die Hälfte, aber es ist super, super. Und in der Woche vorher ging es tatsächlich schon ab. Hier sieht man ein Video vom Manager von den Newell's Old Boys. Traditionell wird von den Fans das letzte Training besucht, weil Auswärtsfans sind nicht erlaubt. Und auch Los Guerreros von Rosario Central haben sich schon einige Tage vorher eingestimmt. Ja, ich habe schon gesehen, die ganze Stadt ist angemalt, je nach Viertel. Das ist richtig, richtig krass. Wie ist das für die Schulkinder? Du hast es gerade schon ein bisschen erzählt. Ja, also sicher morgen, wer verliert, der geht nicht zur Schule.
oder der Bäcker, der wird nicht sicher öffnen, weil sonst kommt der Nachbar und sagt, hey, du hast verlieren. Also es wird schon krass, was dann immer los ist. Es ist nicht nur die Woche früher, sondern die Woche nachher. Also was hier passiert, ich denke, es gibt es nicht woanders. Es ist verrückt. Es ist verrückt. Die sind verrückt. Stunden vor Spielbeginn und hier schon die Hölle los. Richtiger Wahnsinn. Also auch schon vor dem Spiel richtig Stimmung hier und was dieses Spiel für die Fans bedeutet, das habe ich mal gefragt. Bueno, para la ciudad es un partido muy importante, divide mucho la ciudad, es una ciudad muy futbolera, hay mucha pasión, entonces es un partido el más importante siempre de todo el año, siempre fue así. Este clásico es la fecha más importante del fútbol argentino y lo esperamos todo el año. El clásico más pasional del país. El más pasional del país. Digan lo que digan, el superclásico Boca River, este es el más pasional del país. Bueno, nosotros decimos que sí, pero el país dice que sí. O sea, Buenos Aires dice que sí, entonces todo el mundo dice que este clásico es el más importante del país. Así es. Y espero que sea una sana costumbre, que pase lo mismo de siempre, que ganemos. Gracias. Central hat insgesamt 20 Klassikos mehr gewonnen, deswegen ist diese Zahl schon zum Symbol geworden. Mal schauen, ob es diesmal die 21 wird und wir gehen jetzt rein in ein unglaubliches Intro. Blockfahnen, Luftballons, Konfetti, Rauch, Feuerwerk, jede Tribüne hat was anderes gemacht. Das ist wirklich argentinisches Chaos. So stellt man sich argentinische Tribünen vor. Alles ist ausgeflippt, das war so verrückt. Also es war mit das krasseste Fußballspiel, auf dem ich seit langem war. Rosario, das Stadion ist relativ groß, weil da ist eine Kurve auf der Gegengerade und auch hier eigentlich im Bereich, wo es der ruhigste sein sollte für Freundeangehörige, war es sehr, sehr wild und eigentlich stand jeder die ganze Zeit auf seinem Stuhl, ist gesprungen. Also es war ein mega Spiel. Eins fehlte zum großen Goal. Ein Tor. Und je länger die Partie dauerte, umso nervöser wurde das Publikum.
Aber das Anfeuern in den Himmel hat wohl geholfen. Dann kam der Moment des Spiels. Ich konnte es danach selbst kaum fassen. Und dann auch noch das Tor von Di Maria. Wirklich wie es im Buch steht. Einfach genial. Vamos, Vio! Was für ein unglaublicher Liebe, deswegen liebe ich Fußball. Das Tor fiel erst kurz vor Schluss. Größer könnte die Anspannung kaum sein. Und ab jetzt hörte ich nur noch Lukas Stimme in meinem Kopf, der gesagt hat: Es ist verrückt, die sind verrückt. Und ja, Mann, sie sind verrückt. Und wer noch nie gesehen hat, wie eine Menschenmenge in einem Stadion so explodiert, der schaut jetzt einfach zu. Anschnallen und genießen. Dann wurde der Held des Tages auch schon ausgewechselt. Abschied von Di Maria. Und jetzt waren es nur noch Minuten bis zum Abpfiff. Und ich bin ehrlich, ich habe ihn gar nicht richtig mitbekommen. Es war so krass. Alles um uns ist gesprungen. Ab jetzt ist es nur noch völlige Ekstase und die Helden des Tages feiern. Und vor allem den Helden, Fideo, Di Maria, die lange Nudel. Überall war jetzt die 21 zu lesen und überall ist irgendwas passiert. Ich bin gar nicht hinterhergekommen. Einfach tolle Momente. Und jetzt war es auch vorbei. Wir waren todesfertig nach 4 Stunden auf dem Sitz stehen. Wie das ganze Stadion übrigens. Einfach genial. Also ich glaube, das war mit das krasseste Fußballspiel, das ich je besucht habe. Esto es Central, nada más. Krasses Ding und ich hoffe, es gehen alle happy heim. Mega, mega geil. Also der Tag danach, es geht heim nach Buenos Aires. Was bleibt vom Rosario Derby am Tag danach?
Di Maria hat das Tor gemacht, ein Tag für die Geschichtsbücher. Rosario Central konnte den Vorsprung in den Derbys auf 21 gewonnene Derbys ausbauen und die Stimmung war großartig. Also ich habe ja viele Stadien schon besucht, aber das war eine andere Nummer, war wirklich gut. Zum Glück ist alles friedlich geblieben. Und wie angekündigt haben wir sehr lange gebraucht, um einen offenen Bäcker zu finden, weil die Hälfte natürlich nicht arbeiten gegangen ist. Hier hatte wirklich viel zu, aber ein großartiger Tag. Vielleicht wird es ja im nächsten Spiel wieder anders.